Servus und Hallo zu einer weiteren Episode Felix Hesse Bikes. Schön, dass du dabei bist. Es wird endlich Frühling und ich bekomme richtig Frühlingsgefühle, denn vor 5 Minuten ist dieser wunderschöne Karton bei mir eingetroffen. Und was wird da wohl drin sein? Schauen wir mal rein, würde ich sagen. So, bauen wir es mal schnell auf. So, das Bike ist aufgebaut, sieht echt mega schick aus. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Ruf dieses gehypten Gravelbikes gerechtfertigt ist und wie das Rad tatsächlich dann auch performen wird. Also ich freue mich mega drauf. So viel dann auch zum Thema Frühling. Trotzdem macht es mega Bock, auch bei -1 Grad mit dem Rad rumzufahren. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen zu dem Rose Backroad habt, und da habe ich eine ganze Latte an Fragen erreicht und die gehe ich jetzt gleich mal durch. Vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, mit was für Hard Facts wir es hier beim Rose Backroad AL zu tun haben. AL steht für Alu und auf den ersten Blick erkennt man gar nicht, dass es ein Alurahmen ist. Und zwar ist Rose hier die Extrameile gegangen und hat ein super schönes Finish an dem Alurahmen gemacht. Die Schweißnähte sind abgeschliffen und zusätzlich noch verspachtelt. Und das sieht man sehr, sehr selten bei Alurädern. Und auf den ersten Blick könnte man dann meinen, es ist ein Carbonrahmen. Sieht echt wunderschön aus und ich kann mir vorstellen, dass das im Finishing auch gar nicht so billig ist. Und trotzdem kommen wir dann doch auf einen relativ günstigen Gesamtpreis. In der Ausstattung mit GRX 600 einmal 11 haben wir es mit knapp 2000 € zu tun. Die Preise sind vor kurzem angehoben worden und ich kann mir vorstellen, dass die in Zukunft auch nochmal ordentlich angehoben werden, weil die Nachfrage einfach wirklich enorm ist nach dem Rad. Ja, was neben dem Finish auch sofort auffällt, ist, wie schön die Kabel integriert sind. Und zwar läuft schon unterm Vorbau die Kabel ins Steuerrohr hinein und kommen dann erst wieder unten am Rahmen beim Tretlager heraus. Und das sieht schon sehr, sehr edel und sehr, sehr schlicht aus und geben dem Rad einen super aufgeräumten Look. Ich finde diese kantige Formensprache des Oberrohrs und des Unterrohrs auch mega gelungen und ja, es ist einfach ein hübsches Rad. Außerdem haben wir eine Carbongabel, die einen ungewöhnlich langen Vorlauf hat, was den Radstand dann wiederum verlängert, was dann zusätzlich für mehr Laufruhe sorgt. Ich bin das Bike jetzt in Rahmengröße 55 gefahren, das hat mir sehr gut gepasst. Ich bin 1,80 Meter groß und habe eine Schrittlänge von 83 cm und komme dann eben auch bei 55 raus auf der Rose-Webseite. Diese Rahmengröße kommt dann auch mit einem Vorbau von 90 mm und einer Lenkerbreite von 42 cm. 90 mm ist vergleichsweise kurz, dadurch wieder eine sehr aufrechte Körperposition, und 42 cm beim Lenker ist vergleichsweise schmal. Trotzdem hat man aber mit dem Lenker wirklich super gute Kontrolle im Gelände
und auch durch das Design von dem Unterlenker und dem ja nicht ganz so extremen Flair ist man trotzdem auch in der Ebene sehr, sehr schnell unterwegs. Also das ist mir wirklich positiv aufgefallen, obwohl der ein bisschen schmalere Lenker erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Da bin ich in letzter Zeit ein bisschen breitere Lenker gefahren. Abstriche macht man da halt mit der Kontrolle im sehr ruppigen Gelände. Außerdem haben wir eine Alu-Sattelstütze. Das heißt, auch hier könnte man relativ günstig und einfach für mehr Komfort sorgen, wenn man sich eine 27,2 mm Sattelstütze aus Carbon hinbaut. Mir ist jetzt aber im Test nicht aufgefallen, dass es außerordentlich unbequem ist, mit der Alu-Sattelstütze zu fahren. Also für ein Alurad ist es tatsächlich sehr komfortabel. An dem Rad ist die GRX 600 Schaltgruppe verbaut und konsequenterweise auch mit einer GRX-Kurbel. Und die Kurbel gefällt mir persönlich ziemlich gut, auch vom Design erinnert die mich eher an eine Mountainbike-Kurbel. Das mögen manche Rennradfahrer nicht so gern. Mir persönlich ist es aber vollkommen Latte und ich finde, dass die auch super gut nicht nur ausschaut, sondern auch performt. In der Rahmengröße ist jetzt eine Länge von 170 mm lediglich verbaut. Das ist mir aber weder negativ noch positiv aufgefallen. Also da bin ich einfach vielleicht noch nicht sensibel genug. Was mir aber schon positiv aufgefallen ist, ist mal wieder der Schwalbe G1 Allround hier in der Byte-Version. Also der funktioniert wirklich hervorragend, wirklich bei jedem Wetter, in der Stadt, aber auch auf dem Trail und auch auf der Straße ist der super. Der ist schnell, der ist griffig, ja, der deckt einfach alles ab und ist einer der besten Allround-Reifen meiner Meinung nach. Was ebenfalls bei der Alu-Variante verbaut ist, sind die Alu-Laufräder von DT Swiss, die P1850. Die machen einen guten Job. Und ich mag den Sound auch von der Narbe total gern. Bei den Bremsen ist hier ein Mix verbaut, einmal die RX400 und einmal die RX600 und das merkt man im Endeffekt jetzt nicht, außer dass es halt im Endeffekt dann auch günstiger wird für den Kunden. Ja, wie ist jetzt die Sitzposition auf dem Backroad AL? Wir haben einen Lenkwinkel von 70,5 Grad, wir haben einen Sitzwinkel von 73,25 Grad und einen Stack to Reach von 1,56. Und das bedeutet übersetzt, man hat doch eher eine aufrechtere Körperposition, was wiederum im Alltag, also zum Beispiel, wenn man das Rad auch in der Stadt gebraucht, recht praktisch ist, weil man ja durch diese aufrechte Sitzposition immer einen sehr guten Blick auf seine Umgebung hat und dabei trotzdem halt die Finger an der Bremse haben kann und das Rad dann tatsächlich auch mal schnell stoppen kann. Außerdem ist es auf dem Trail auch ja, sehr einfach zu bewegen, man kann es gut kontrollieren. Was mir dann aber durch die aufrechte Position schon auch aufgefallen ist, dadurch, dass die Front relativ hoch ist, bringt man selbst nicht so viel Gewicht aufs Vorderrad. Und das sorgt dafür, dass man da ein bisschen aufpassen muss, wenn man zum Beispiel auf Trails in rutschige Kurven reinfährt. Da braucht man dann immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen Gewicht dann mehr aufs Vorderrad legen, damit einem das Vorderrad dann nicht wegzieht. Generell kann man damit aber auch sehr schnell fahren, halt durch diese aufrechte Sitzposition jetzt nicht ganz so schnell wie mit einem super sportlichen Speed-Gravel-Rad, aber das möchte das Rad ja auch nicht sein, sondern ich glaube, das ist tatsächlich ein Allround-Bike, wie es im Lehrbuch steht und gerade auch für Leute konzipiert, die wirklich überall mit dem Rad fahren wollen, die vielleicht das Rad auch als Stadtrad nutzen wollen. Dafür haben wir zum Beispiel auch Anschraubpunkte, die einen Ständer aufnehmen können. Noch dazu können wir das Rad auch zum Bikepacken verwenden. Wir haben Anschraubpunkte oben am Oberrohr, am Sitzrohr und am Unterrohr. Und ja, da kriegt man dann auch gut Flaschen und ja, ein paar Taschen hin. Also da ist genügend Platz. Außerdem bietet Rose ja auch die Gepäckträger bzw. Schutzblechsysteme an, die dann auch an das Rad gut drangeschraubt werden. Und zusätzlich haben wir dann auch nochmal 3 Anschraubpunkte an der Carbongabel vorne. Und damit sind wir schon bei den Fragen, die mich erreicht haben. Eine der Fragen, die am häufigsten gestellt worden ist, war, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Alu-Version und der Carbon-Version? Also das habe ich mich auch am Anfang gefragt und ich habe eigentlich erwartet, dass ich mich auf dieses Rad setze und mich sofort an den Test vom Backroad Limited auch erinnert fühle, aber das war überhaupt nicht so. Es ist ein komplett anderes Rad. Das Rad hat einen flacheren Sitzwinkel und einen flacheren Lenkwinkel und außerdem ist die Front schon merklich höher. Im direkten Vergleich würde ich also sagen, das Rad ist tatsächlich ein Allround-Bike, mit dem du halt überall fahren kannst und das auch richtig Bock macht auf Trails. Bei der Carbon-Version haben wir einen Stack to Reach von 1,48, also deutlich sportlicher als jetzt bei der Alu-Version mit 1,56.
Und der Einsatzzweck von der Carbon-Version ist eben ja, im schnelleren, leichten Gelände, während das hier wirklich alles abdecken kann. Und ich glaube auch insbesondere auch den Alltagsgebrauch. Viele Fragen kamen auch zum Thema, reicht 1x11? Also ein Alpencross zum Beispiel mit 1x11 würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, und gerade wenn Leute sagen, sie wollen besonders in bergigen Gebieten fahren, dann würde ich dann schon empfehlen, sich eine 2x11-Version zu holen, die ja auch im Aufpreis eher gering ist. Und der Unterschied ist, glaube ich, eher der, wie das Rad so ästhetisch dann am Schluss ausschaut. Mit einer 2x11-Lösung hat man halt hier ein bisschen mehr Material, zweites Kettenblatt, Umwerfer. Das ist Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es nicht so gut, aber tatsächlich ist es um einiges praktischer, gerade wenn man ja plant, damit vor allem bergige Etappen meistern zu wollen. Eine Frage, die mich auch erreicht hat, war zu den unterschiedlichen Schaltgruppen, ob ich da mal was sagen kann. Ja, also per se kriegt man das Rad mit einer GRX und mit einer Apex. Die GRX gibt es dann in unterschiedlichen Unterstufen. Die 400 ist die günstigste, dann geht es weiter mit der 600 und 812 ist dann die teuerste. Ich habe jetzt einige Räder gehabt, die alle 3 Schaltgruppen schon mal verbaut haben. Ich persönlich merke kaum einen Unterschied von der 600er zur 812er. Einen Unterschied merke ich aber von der 400er zur 600er. Schon allein deswegen, weil man mit einer 400er maximal 10 Ritzel hinten hat und ja, die Schaltung einfach so ein bisschen hakliger ist bei der 400er. Da ist es bei der 600er schon um einiges flüssiger. Die 600er kriegt man dann mit 11 Ritzeln hinten auch, und da kann man dann wählen zwischen 1x11 oder 2x11, und genauso ist es auch bei der 812er Variante. Wem das alles zu kompliziert ist, ich habe hier mal ein Video gemacht über die GRX-Gruppe, da ist alles mal ausführlicher erklärt. Und dann hat man noch die Möglichkeit, das Ganze mit einer Apex auch zu fahren. Also die SRAM Apex, wie schon erwähnt, unterscheidet sich von der GRX vor allem darin, wie man schaltet und wo der Bremspunkt ist. Und da würde ich jetzt empfehlen, bevor du dir ein Rad einfach so bestellst und dann 25 Wochen drauf wartest und dann merkst, du hast in die falsche Schaltgruppe investiert, geh am besten einfach mal zu irgendeinem Fahrradhändler, und sag ihm nicht, dass du ein Rose-Bike kaufen willst, und frag, ob er die Apex und die GRX da hat, dass du sie ausprobieren kannst. Im Idealfall hat ein Kumpel von dir eine GRX oder eine Apex, und dann kannst du mal schauen, ob es dir taugt oder nicht. Das sind schon Unterschiede zu spüren. Wenn es allerdings dein erstes Rad ist mit einem Dropdown-Lenker und mit einer Gravel-Schaltgruppe, dann kommst du mit beidem zurecht. Ja, was euch auch interessiert hat, war die Reifenfreiheit, und so haben wir mit 700C Laufrädern 45 mm Reifenfreiheit und mit 650B sogar 55 mm. Und ich denke, das reicht auch tatsächlich im Allround-Segment, und man kann halt immer noch die Schutzbleche dran bauen, das ist ziemlich cool. Ja, der Vergleich zum Canyon Grail, das habe ich mich während der Fahrt auch ein paar Mal gefragt, weil vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Rad eigentlich unvergleichbar. Da fällt einem nur noch das Canyon Grail ein, was ja, für einen ähnlichen Preis mit einer ähnlichen Ausstattung kommt, aber ein doch anderes Fahrgefühl hat. Ich kann das jetzt aber momentan noch nicht so wirklich belegen, weil es schon eine Weile her ist, dass ich das Grail gefahren bin in Alu. Ich würde das aber nochmal nachschieben und dann ein separates Video dazu machen, weil es mich persönlich auch total interessiert, wo sich die beiden Räder jetzt tatsächlich unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die viele da draußen jetzt haben, wenn sie sich so die Einsteigerbikes anschauen und dann vergleichen, ob es jetzt das Grail wird oder das Backroad. Beide super Räder, aber ich glaube doch etwas unterschiedlich in der Geometrie und auch im Design. Ein paar Fragen haben mich erreicht zu dem Thema: Könnte man die Gabel kürzen und kriegt man diese Spacer raus? Ja, also die Spacer sehen so ein bisschen besonders aus, weil sie eben die Kabelintegration beinhalten. Die unteren 2 könntest du aber entfernen. Der obere muss drauf bleiben, und dann würde dieser Spacer-Turm nach oben rutschen, und dann könntest du die Carbongabel oben entweder absägen oder ja, du bastelst dir mit anderen Spacern so einen kleinen Spacer-Turm drauf. Das sieht dann nicht schön aus, ist aber die sichere Variante, weil wenn du selber an einem Carbon-Element wenn du selber an einem wichtigen Carbon-Element herumsägst, kann es schon sein, dass du da irgendwas falsch machst, und dann bricht dir der Schaft weg. Dann noch eine gute Frage: Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Backroad AL? Ja, und das ist tatsächlich fast schon, muss ich sagen, ungeschlagen. Da hat Rose wirklich was vorgelegt. Die anderen Hersteller haben da ganz schön zu knappern.
Und bis aufs Grail fällt mir da auch kaum was ein, was in der Preiskategorie mitspielen kann. Vielleicht noch das Decathlon-Bike, aber das bin ich noch nicht gefahren und das hat auch einen komplett anderen Ansatz. Was mich halt hier total beeindruckt ist, dass Rose die Extrameile gegangen ist und auch bei der Alu-Variante einfach auf dieses wunderschöne Design mit den abgeschliffenen und verspachtelten Schweißnähten geachtet hat, was ja an sich schon mal sehr teuer ist und den Preis vom Rahmen nach oben treibt und dann trotzdem halt dieses Einsteigersegment mit so einer Top-Ausstattung tatsächlich auch zu bedienen, ist schon eine Leistung. Ja, und dann noch eine Frage, die mich selbst auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, woher kommt der Hype ums Backroad? Und meine Antwort wäre darauf, dass Rose als einer der wenigen Fahrradhersteller es verstanden hat, richtig gutes Marketing zu machen. Also ungewöhnlich gutes Marketing für die Fahrradbranche, was zum Beispiel auch das ganze Thema Online-Marketing angeht. Also bis vor 6, 7, 8 Monaten ist das Backroad das erste Rad gewesen, wenn man Gravelbike gegoogelt hat. Und ja, mittlerweile kommen da auch andere Räder, also andere Hersteller kriegen das auch mit. Aber kaum ein Hersteller hat es verstanden, den Einsteiger auch so gut zu erreichen mit seinem Online-Marketing. Und ich glaube, das ist was sich 2019 schon langsam abgezeichnet hat, was 2020 dann vollkommen durchgeschlagen ist, auch mit der Krise, mit den Lockdowns, dass die Leute tatsächlich sehr viel Zeit hatten, sich um die Wunschräder zu kümmern, viel recherchiert haben und eines der Gravelbikes, auf dem man halt sofort auch landet, ist das Backroad. Das beste Marketing hilft einem immer wenig, wenn das Produkt an sich nicht gut ist. Und das geht ja eben Hand in Hand. Also ein allumfassendes Konzept, was sowohl den Einsteiger als auch den Umsteiger oder den professionellen Gravelbiker begeistern kann, zusammen mit einer sehr guten Marketingstrategie, die eben alle diese Subgruppen auch erreicht und keinen verschreckt. Also sowohl Hardcore-Graveler finden sich mit einem Rose Backroad auch zurecht und unterstützen dieses Image, als auch Einsteiger, die fühlen sich damit nicht überfordert. Und das ist in der kompletten Kommunikation bei Rose einfach ein roter Faden, der sich am Schluss, glaube ich, auch in diesem Erfolg erklärt. Meine Theorie. Kann sein, dass ich damit falsch liege. Gerne auch mal in die Kommentare kommentieren, wie dieser Hype ums Backroad entstanden ist. Und jetzt vielleicht die wichtigste Frage: Wie war das Fahrgefühl mit dem Rad? Und ich muss sagen, ich habe mich auf dem Rad von Anfang an wohlgefühlt und das ist immer ein ziemlich gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Rad einem selbst folgt und nicht man sich dem Rad unterordnen muss und man sich selbst erstmal an das Rad gewöhnen muss. Das ist bei manchen Fahrrädern der Fall. Das heißt, es liegt mir persönlich schon mal ziemlich gut, einfach auch, weil ich diese aufrechte Körperposition sehr zu schätzen weiß und weil ich auch diese Geländegängigkeit bei Gravelbikes immer suche. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Was mir aber permanent während dem Testen der letzten Tage immer in den Sinn gekommen ist, war die Überlegung, dass das Rad einfach der perfekte Alltagsbegleiter ist. Also sowohl zum Pendeln in die Arbeit, als auch mal einen spontanen Trip in der Stadt, als auch dieses sportliche Ausfahren. Für alles ist das Bike zu haben und es gibt kein Spezialgebiet, dass das Rad tatsächlich ausschließlich bedienen will, sondern du kannst mit dem Rad wirklich alles machen. Und das fand ich faszinierend und das ist ja auch einer der Ansprüche, die ich zum Beispiel auch an Gravelbikes habe, dass man ein Bike hat, das alles abdecken kann. Und ja, da kommt das Backroad schon ziemlich nahe hin. Hat mir also alles in allem mega gut gefallen und ich glaube, dass es nicht nur ein Einsteigerrad ist, sondern auch ein Umsteigerrad sein kann. Gerade auch für Leute, die jetzt schon ein paar Jahre Gravel-Erfahrung sammeln konnten, die wissen, wo sie vor allem mit dem Rad rumfahren, die vielleicht einen Allrounder suchen, nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Für den Preis gibt es zwar auch schon vereinzelte Carbon-Bikes, die haben aber dann in der Regel nicht so gute Anbauteile. Und ich finde, auch hier fällt es kaum ins Gewicht, dass man einen Alurahmen hat. Stichwort Gewicht. Das Gewicht ist ebenfalls super leicht für einen Alurahmen. Also mit 9,4 Kilo in der Ausstattung ein wirklicher Brecher. Ja, mir hat das Rad wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich bei Rose, dass ich es testen durfte. Ist ein Testrad, ist nicht mein Rad. Und ja, wenn du magst, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.